Moin Leute, willkommen im Buderland. Im heutigen Video geht es um das Thema Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Die habe ich ja jetzt seit dem Release über einen Monat im Einsatz gehabt und immer wieder mal parallel mit anderen Smartwatches getestet. Und es wird Zeit so für das abschließende Fazit, ob die Galaxy Watch 5 Pro überzeugen konnte oder nicht. Hier gleich ein Spoiler vorweg. Die Galaxy Watch 5 Pro ist die aktuell beste Google Wear OS Smartwatch auf dem Markt, die es gibt. Einfach mangels Alternativen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Was man auf jeden Fall noch erwähnen sollte, prinzipiell rede ich jetzt über die Galaxy Watch 5 Pro, aber fast alles, was ich jetzt hier sagen werde, trifft eigentlich auch auf die Galaxy Watch 5 zu, weil die nahezu baugleich sind. Ne? Sagen wir mal jetzt von optischen Unterschieden und einem kleineren Akku oder sowas. Eigentlich ist die Hardware da nahezu identisch. Die einzigen Unterschiede sind dann natürlich wieder die Größe vom Gehäuse und der Akku, aber ansonsten gibt sich das gar nichts. Und was man ebenfalls noch sagen sollte, wenn ihr den vollen Funktionsumfang testen wollt, braucht ihr auf jeden Fall ein Samsung Smartphone, weil nur dann könnt ihr diese Blutdruckmessfunktion offiziell nutzen und auch die EKG-Funktion. Was ich ebenfalls heute wieder nicht tun werde, ich werde jetzt wieder nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen werden, weil ich blende euch später einfach mal das Video zur Samsung Galaxy Watch 4 Classic ein und das könnt ihr zu 99% eigentlich übernehmen, weil eigentlich, ich habe auch wirklich eine Woche parallel die Galaxy Watch 4 Classic und die Galaxy Watch 5 Pro genutzt und da hat man keinen großen Unterschied gemerkt. Weder bei Schritten, noch bei Pulsmessungen, noch bei Blutsauerstoffmessungen. Die sind da immer gleich gut, gleich schlecht gewesen. Und insofern spare ich euch das jetzt hier nochmal im Detail aufzuleiern. Was mir auf jeden Fall sehr gut gefallen hat, auch wenn momentan keine physikalische Lünette mehr da ist, so das Design als solches und auch mit dem Saphirglas, da habe ich bisher auch keinen Kratzer reinbekommen. Und das ist ja hochwertige Qualität, wie man es für diesen Preis auch erwarten könnte. Aber wie gesagt, mal sehen, wie es in einem Jahr ausschaut. Aber nach einem ersten Monat, wie gesagt, ich habe hier keine Kratzer bekommen und ich war sehr aktiv im Garten und im Haus. Und insofern, dafür hat es sich auf jeden Fall schon gelohnt. Ein Punkt, den ich auf jeden Fall auch nochmal besonders hervorheben möchte, ist die Akkulaufzeit. Die Samsung Galaxy Watch 5 Pro ist die Wear OS Smartwatch, die definitiv die längste Akkulaufzeit hat. Die hat ja auch einen fast 600 mAh Akku, aber im Vergleich zu meiner TicWatch Pro 3 Ultra, die bisher eigentlich immer die längste Laufzeit hat, hat die das auf jeden Fall nochmal gut um einen Tag getoppt und auf jeden Fall spürbar besser halt auch als die Galaxy Watch 4 Classic. Also wie gesagt, dieser größere Akku macht sich einfach bemerkbar, weil ja sonst eigentlich sowohl das Betriebssystem als auch die Hardware identisch sind. In meinem Fall bin ich bei rund 3,5 Tagen rausgekommen, wenn ich immer mal so ein bisschen GPS genutzt habe. Insofern ist es ein super Wert und ich kann mich da nicht beklagen. An der Stelle kommen wir auch gleich zu dem ersten Negativpunkt. Standardmäßig haben wir ja nicht den Google Assistant installiert. Sobald man den installiert, hat man hier das gleiche Problem wie mit der Galaxy Watch 4 Classic. Dann scheint der irgendeinen Murks im Hintergrund zu machen und spürbar den Akku leer zu saugen. Also ich habe das schon bei der Galaxy Watch 4 Classic gemerkt, dass der Akku gefühlt einen Tag schneller leer war. Und genauso war das hier auch der Fall. Und man hat es richtig auch in der Akkuanzeige gesehen, dass der der Google Assistant da nonstop Strom gesaugt hat. Also auch wenn man ihn nicht benutzt, das ist ja das Schlimme daran. Wenn man ihn benutzen würde, könnte ich es ja noch verstehen. Aber auch wenn man ihn nicht benutzt, im Hintergrund saugt er das leer und das ist... Da merkt man einfach wieder, ja, es ist Google Wear OS, aber Samsung macht da sein eigenes Ding und dementsprechend ist es nicht ganz so optimiert, wie es denn eigentlich sein sollte. Also merken, falls euch Akkulaufzeit wichtig ist, installiert den Google Assistant besser nicht. Was die Software angeht, sind wir immer noch bei Google Wear OS 3.5 und Samsungs One UI 4.5. Das ist mittlerweile auf der Galaxy Watch 4 Classic oder auf der 5 Pro alles identisch. Also da gab es Updates und dementsprechend laufen jetzt alle auf den gleichen Versionen. Ja, wir sind jetzt im September 2022 und es gibt da draußen gefühlt immer noch keine andere Uhr, die Wear OS 3.0 bekommen hat. Ich glaube, diese Montblanc Summit hat es angeblich bekommen. Die habe ich aber jetzt nie zu Gesicht bekommen, aber ansonsten alle anderen Partner, sei es Fossil, Mobvoi oder Co., die haben immer noch kein Wear OS 3 Update bekommen. Die Hoffnung steigt, dass das vielleicht mit dem Release von der Pixel Watch passieren wird, aber das sind wir jetzt mittlerweile bei 2 Jahren, glaube ich, wo das auf der Google UI vorgestellt wurde. Also keine Ahnung, was Google da macht. Eine Sache, die mich immer noch nervt, ist das Thema Samsung Pay. Nicht per se Samsung Pay. Ich finde es prinzipiell gut, dass es eine Alternative zu Google Pay gibt, falls man diese benutzen möchte. Was mich eher stört, ist dieser Knopf hier unten, den man nicht umbesetzen kann. Also wir haben hier einen Knopf, der Samsung Pay aufruft. Ich kann diesen Knopf aber nicht ändern. Und wenn ich Samsung Pay nicht nutzen will,
ich kann Samsung Pay aber auch nicht komplett deaktivieren, dann lande ich hier immer bei Samsung Pay und das geht einfach nicht. Wieso kann man seine Smartwatch, die über 400 € kostet, so limitieren, dass man quasi eine Taste nicht vollumfänglich nutzen kann? Also ich sage auch hier wieder, warum kriegt der Nutzer nicht die Alternative zu entscheiden? Ja, ich benutze da Samsung Pay oder ich lege da eine andere App drauf oder ich lege da den Google Pay, die Google Wallet App drauf, ne? Aber das ist wieder typisch Samsung, genau wie mit der EKG-Funktion, der Bluetooth-Funktion, dass man quasi den Verbraucher da belehren will und in diese Richtung drücken will und das ist einfach nicht zeitgemäß. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, das wäre wahrscheinlich auch so ein Thema für die EU-Kommission und was wahrscheinlich irgendwie kartellrechtlich auch nicht ganz so sauber ist. Aber okay. Also wie gesagt, warum sie das jetzt hier, wie gesagt, nicht ändern, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es irgendwann, manchmal in dem Bixby konnte man irgendwann ja auch mal tauschen. Ich glaube es aber nicht. Ich verlinke euch jetzt mal hier oben das Video zu meiner Samsung Galaxy Watch 4 Classic, weil wie gesagt, es ist wirklich alles identisch, was ich dort gesagt habe, mit Ausnahme der Akkulaufzeit und der Lünette, die ist natürlich jetzt nicht mehr da, aber ansonsten es ist wirklich gleich, es ist schon wieder so absurd identisch, dass man sich fragt, warum kaufe ich mir aktuell nicht einfach eine Galaxy Watch 4 Classic oder 4 für 130, 140 €, anstatt dass ich das Zweifache, Dreifache bei Samsung bezahle. Mal vom Akku abgesehen gibt es keinen Grund, die 5 Pro zu holen. Ja, vielleicht, wenn man sein 4-Glas haben will oder sowas. Aber wenn ihr die Galaxy Watch 5 holen wollt, das müsst ihr definitiv nicht machen. Da könnt ihr auch die 4er holen, weil da werdet ihr keinen Unterschied merken. Und ja, da gibt es, glaube ich, auch so 4-Glas, aber das ist einfach Geldverschwendung. Also holt euch die 4 Classic oder die 4 und ihr habt eigentlich den vollen Funktionsumfang, den ihr jetzt mit der 5er-Version habt. Also, ich werde die Uhr auch weiterhin benutzen, weil es, wie gesagt, die beste Google Wear OS Smartwatch ist. Und mittlerweile funktioniert das auch mit den Bildern alles zuverlässig und so. Aber mangels Alternativen, ja, ist es wie es ist. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen bei eurer Entscheidung, ob ihr die Galaxy Watch 5 Pro kaufen solltet oder nicht. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.